Es ist Kevin Campo, es ist mit der Spinne. 30 Jahre alt ist dieser Lokalmatador von Esborn auf den ersten Platz. Da steht noch so viel Treib an der Kette. Es sind nämlich auch Ketten. Eine geht nach hinten aufs Hinterachsdifferential. Dann geht eine Kette quer durch den Buggy vorne auf ein Vorderachsdifferential. Die Kette läuft quasi zwischen deinen Beinen her. Und so werden hier alle 4 Räder angetrieben. 1600 Kollegen ist direkt dahinter. Lässt sich hier nicht die Mutter von Rode auf der 2, aber genauso dahinter Kollege Fischer. Felix heißt er mit der 902, dieser weiße Peters Buggy. Der fährt Volkswagen Turbotechnik im Heck, 20 Ventiler. Der sucht dir auch die Chance, nach vorne zu kommen. Der fährt hier auch mit. Guckt, was geht. Und genauso hier Marco Kretschmer mit 2 Motorradmotoren. Hier auch mit dabei. So, jetzt achtet mal auf die Bremslichter von Kevin Campo. Ich habe sie gerade nicht gesehen im Linksknick. Wir achten mal darauf. Kevin fliegt hier rein. Nein, ohne zu bremsen. Fischer bringt den Schäfer zurecht. Fischer probiert an Schäfer vorbeizugehen. Peters oder Bügel. Besagtere Technik oder recht neue Technik? Was ist hier schneller? Fakt ist, der Bügel ist immer noch so schnell. Ich liebe diesen Rahmen einfach, weil er einfach super funktioniert. Jetzt ist innen aber die Tür offen. Da dachte ich, Fischer könnte da vielleicht. Und jetzt wird vorne eng. Campo ist nicht mal so schnell. Schäfer geht später auf die Bremse, sucht innen die Lücke, wo er reinfahren kann. Oh, Berührung. Fischer meint es hier sehr, sehr gut mit dem Gas und nicht so gut mit der Bremse. Da gab es eine Berührung. Schäfer kann das Auto fahren und Fischer hat den Reifen verloren. Vorsicht, Reifen, Vorsicht, zur Seite, Leute. Zur Seite. Der kann wehtun. Von dem sieht auch nicht mehr gut aus. Hei, gut, dass da nicht mehr passiert ist. Da ist nämlich die Felge gebrochen. So, Kevin Campo gewinnt souverän. Florian Schäfer verwaltet das hier auch noch. Top gefahren. Hinten links auch da ist die Felge krumm. Olli Scheuer vor Niklas Lack. So, Klasse 8 Spezialcross-Fahrzeuge mit Allrad. Hier wird es jetzt wieder richtig wild und schnell. Vorne Niklas Lack hier mit 2 WD unterwegs. Der hat hoch genannt. Aber Sebastian Fischer mit der 902, der weiß ja Peters. Dachte ich gerade, könnte innen durchschießen auf den ersten Platz. Volkswagen Turbotechnik hat er hier im Heck verbaut. Das Ganze auch mit einem Allradantrieb versehen. Aber Fischer vorerst auf Platz 2. Oh, der will aber innen sich reinbremsen neben Niklas Lang. Das sah sehr gut aus, aber Lang hat dann doch hier gekontert, konnte viel Schwung mitnehmen in die Kurve rein. Und somit kann Niklas aktuell den Platz 1 verwalten. Dahinter auf der 3 Olli Scheuer, auf der 4 Florian Schäfer mit dem schönen Büchel-Buggy. Honda 1600 Kubik Technik im Heck, so wollen wir das sehen. Und ist jetzt hier auch vorbeigefahren am Olli Scheuer in dem großen Crossguard auf die 1. So, Fischer beißt sich gerade noch die Zähne aus an Niklas Lang, probiert sich hier nah ranzufahren, den Berg hoch. Kommt er schon nah ran? Aber noch nicht im Schlagdistanz. Ja, die 844, Paul Weisgerber, der ist Tagesstarter, der hat heute Morgen noch nachgenannt, ist jetzt hier mit dabei. Hat nur 1000 Kubikzentimeter im Heck verbaut, durfte von hinten starten und will hier erstmal weitere Rennerfahrung mit seinem Spezialcross sammeln. Florian Schäfer unterwegs. Kann den Olli Scheuer in den großen Crossguard mit dem 1000 Kubikzentimeter Motor im Heck
noch hinter sich halten. Aber richtig wegfahren kann er ihm nicht und nach vorne aufschließen. Das wird gerade auch schwierig. Das schafft aber Felix Fischer. Schmeißt hier im maximalen Griff den Buggy in die Linkskurve in die Bergabpassage und sucht irgendwie die Lücke, um an Niklas Lang mit Heckantrieb vorbeizugehen. Jetzt innen ist das vielleicht die Chance. Kann Fischer auf der Berghochpassage mit der Turbotechnik, mit richtig Ladedruck im Abgasgehäuse vorbeigehen. Das könnte die Chance sein. Ja, da hat sich der Felix Fischer den Niklas Lang schön zurechtgelegt und konnte doch dann super sauber und blitzschnell doch hier vorfahren auf den ersten Platz. Ja, Schäfer muss sich strecken, denn Oliver Scheuer in dem großen Crossguard, der ist mächtig am Drücken. Niklas Lang auf Platz 2 mit dem Heck angetriebenen Buggy. Der lässt auch nicht nach. Scheuer probiert jetzt aus, an Schäfer vorbeizugehen. Er kreuzt, setzt sich hinten daneben, ist jetzt früh auf der Grenze. Schäfer kann noch kontern, Schäfer kommt weit raus. Was macht Scheuer damit? Das ist die Frage. Also vorne Fischer und Lang, das passt. Aber Schäfer oder Scheuer, das ist hier die Frage. Fischer gewinnt vor Lang. Noch einmal geht sie den Berg hochgeflogen vom Galgenbergregen, aber es reicht. Auf den Bügelbody. Schäfer auf der 3 vor Scheuer. Und genauso auch unser Tagesstarter feilschnell unterwegs. Paul Weißgerber. Da ist der Start der Klasse 8. In der ersten Reihe ist es Felix Fischer. Und dann ist es Florian Schäfer. Wenn ich richtig liege, ist im Peter Sucher Buggy vorne ein 1,8 Liter Turbomotor verbaut. Dahinter ist es Florian Schäfer mit dem 1600 Kubik Honda Motor. Dahinter müsste es sein Paul Weißgerber. Auch geht es Motor. Auf Heckmotor mit Heckantrieb setzt. Geht vorbei an Weißgerber. Somit aktuell Lang auf der 3. Wie sieht er den Florian Schäfer an? Und dann ist es im Crossguard hinten noch der Olli Scheuer. Auch der lässt das Ding ordentlich fliegen. Allerdings wurde an der Spitze unverändert. Felix Fischer. An der Spitze, wie gesagt, im Peter Sucher Buggy, aktuell punktgleich mit Florian Schäfer. Somit ist es jetzt hier richtig spannend, wer hier den Laufsieg holt. Kann Schäfer noch den Tagessieg in der Klasse. Sollte also vorne kein Fahrfehler mehr passieren, denke ich, ist das eine regelsinnige Nummer. Wie gesagt, da hinten die Vierertruppe ist wirklich sehr, sehr nah zusammen. Da hängt der Niklas Lang am Heck von Florian Schäfer. Und auch der Paul Weißgerber wieder natürlich noch. Lang auf der Innenbahn, neben Schäfer, fährt dran vorbei, beziehungsweise setzt sich daneben an. So Schäfer. Das scheint so, er stellt sein Buggy quer an, nimmt die Außenbahn, nimmt den langen Weg, das reicht, er kann kontern. Fischer an der Spitze lässt sich davon natürlich nicht wehren, dreht tapfer seine Runden. Aber ist es ganz eng. Olli Scheuer setzt sich neben Weißgerber. Somit Scheuer an Weißgerber vorbei. Den Crossguard. Da vorne den Niklas Lang und den Flo Schäfer anzuvisieren. Da kommt das schwarz-weiß karierte Tuch, das ist es, da ist es, der Tagessieg für Felix Fischer. Und hinten wird es noch ganz eng, Lang auf der Außenbahn, neben Schäfer, nimmt den ganz weiten Weg. Es reicht auch nicht, Schäfer sichert sich den zweiten Platz.